Hallo und willkommen bei Autark Woman. Ich bin dabei, meine Küchenhexe und den Schornstein von innen neu zu gestalten. Wie das geworden ist, zeige ich euch erst nächstes Mal, denn da bin ich noch nicht mit fertig. Ich freue mich im Moment tierisch auf die neue Gartensaison, nur leider, das dauert noch. Ich muss Geduld haben, denn hier im Norden sind wir wirklich spät dran. Das Einzige, was ich bisher vorgezogen habe, sind Paprika. Klar, wenn man Tomaten haben will, muss man die auch vorher vorziehen. Ja, Paprika ist bei mir im Moment das Einzige an Selbstversorgung, was ich hier so in Gang habe. Letztes Jahr hat das Anfang Juni noch einmal gefroren und die gerade rausgebrachten Zucchini und Kürbisse sind mir erfroren. Ja, also vor Juni hier irgendetwas rauszustellen, bringt gar nichts. Ins Gewächshaus könnte man ein paar Sachen hinstellen, aber es lohnt sich wirklich nicht, also da zu früh anzufangen. Ich muss also Geduld haben und stattdessen andere Dinge selbst machen, wie zum Beispiel den Schornstein und die Küchenhexe. Und genau darum geht es in diesem Video. Ums selber machen, was man alles selber machen kann und wie viel Spaß das macht. Und zum Schluss auch nochmal 2 Selbermach-Sachen mit Anleitung. Ich spiele auch die Musik für meine Videos selbst auf meiner keltischen Harfe. Viele der Musikstücke habe ich sogar selbst geschrieben. Was macht es mit uns, Dinge selbst herzustellen? Zu backen, zu nähen, zu basteln, zu bauen, zu entwerfen und in jeglicher Form kreativ zu sein? Was passiert in uns, wenn wir Betonreste haben und eine Idee umsetzen, anstatt sie wegzuwerfen? Wenn wir alten hässlichen Stoff finden und etwas daraus zu nähen, anstatt ihn wegzuwerfen? Wenn wir selbst Brot backen, etwas malen oder unsere Körperpflegeprodukte selbst herstellen oder im Garten unser Essen selbst anbauen? Es gibt unzählige Dinge, die wir selbst machen können. Vieles mit wenig Aufwand und fast kostenlos. Viel mehr, als man denkt. Das Internet ist voll von Ideen, was man aus Resten oder auch neuem Material alles selbst zaubern kann. Es gibt Millionen an Bastel- und Bauanleitungen und Deko-Ideen. Und dafür gibt es einen Grund. Oder auch gleich mehrere. Einer ist natürlich, dass es Geld spart. Doch nicht immer. Was treibt uns also dazu, Dinge selbst zu machen? Dann, wenn es nicht wirklich Geld spart. Zum einen gibt es den gesundheitlichen Aspekt. Selber kochen, backen, Körperpflegeprodukte herzustellen und auch alles selbst anzubauen, ist gesünder. Zumindest dann, wenn wir auf sämtliche Zusatzstoffe verzichten und gerne auch Bioprodukte verwenden. Wir wissen dann, was wir essen oder uns auf den Körper schmieren. Aber da ist noch ein anderer wichtiger Grund, weshalb wir Dinge so gerne selbst herstellen. Es ist ja zum Beispiel nicht gerade gesünder, ein Bild selbst zu malen und die Farbgerüche einzuatmen. Ein ganz großer Grund ist, dass es uns einfach glücklich macht und uns gut tut, erfolgreich Dinge selbst zu machen. Und zwar aus mehreren Gründen. Machen macht mächtiger. Wissen ist Macht. Wenn wir etwas selbst tun können, fühlen wir uns weniger ohnmächtig. Machen macht auch bewusster. Bewusster darüber, was wir konsumieren, was wir essen, was für einen Einfluss die Produkte auf uns und unsere Umwelt haben. Wir wissen, was wir essen, wenn wir es selbst anbauen. Und wir wissen, wie giftig oder umweltfreundlich eine Farbe ist, wenn wir sie selbst kaufen und verstreichen. Machen macht auch sozialer. Denn wer selber macht, tauscht sich fast immer mit anderen aus. In Communities im Internet, mit Freunden, mit Arbeitskollegen oder auch einfach im Geschäft, in dem wir nach Rat fragen. Und Machen macht meditativer. Es ist einfach sinnesberuhigend und extrem entspannend, mit den Händen zu arbeiten. Im Garten Unkraut zu jäten ist erwiesenermaßen gut für unsere Psyche. Und genauso ergeht es uns auch mit anderen Dingen, die wir mit unseren Händen selber machen. Und selber machen führt auch zu neuen Macherideen. Wer anfängt, Dinge selber zu machen, wird sich wundern, wie fast von selbst neue Ideen im Kopf entstehen
und wie er auf einmal Zusammenhänge erkennt und Lösungen findet, die er vorher nicht erahnt hätte. Und das macht uns stolz auf uns selbst. Und außerdem ist es äußerst befriedigend. Selber machen tut uns also rundum gut und macht uns glücklich. Und glücklich schmeckt sogar das missratene Brot oder der eingefallene Kuchen plötzlich besser als der gekaufte. Einfach deswegen, weil wir ihn selber gebacken haben. Selber machen macht uns also glücklich. Es ist meditativ und beruhigend. Und wenn es dann auch noch Geld spart, dann hinterlässt es wirklich ein echt gutes Gefühl. Und darum geht es ja im Grunde genommen im Leben. Ums Glücklichsein, um zufrieden zu sein, ein gutes Gefühl für sich selber zu haben. Ein für uns gutes Gefühl zu haben, ein gutes Leben zu haben. Das mag für jeden komplett anders aussehen. Das, was für mich super ist, ist für jemand anderen was anderes. Und wenn es um Selbermachen geht, ist es dasselbe. Das, was ich selber mache, macht jemand anderem vielleicht überhaupt gar keinen Spaß. Aber es gibt so unglaublich viele Dinge, die man selber machen kann, wo man kreativ sein kann, wo man sich austoben kann. So da ist wirklich für jeden etwas dabei, um nachher dann glücklich und zufrieden zu sein. Der eine baut ganze Häuser, der andere näht gerne, der andere töpfert oder bastelt oder baut. Es gibt wirklich für jeden irgendetwas da draußen. Und ich habe hier jetzt noch 2 Rezepte für euch. Ein Rezept für schwedische Schokobälle zum Nachmachen und einmal eine Anleitung für Handcreme selber machen, die ich im Moment ziemlich viel benutze, da ich mit Beton arbeite und da creme ich mir vorher die Hände ein, ziehe dann die Handschuhe drüber und egal was da durchkommt, das funktioniert super. Keine trockenen Hände durch den Beton und durch den Staub und ja, das, was einem so durch das Wasser oder die Feuchtigkeit entzieht beim Betonarbeiten. Was ich mit Beton hier gerade herstelle, ist der Küchenofen, meine Küchenhexe und den Schornstein. Da hatte ich ganz am Anfang kurz erzählt. Das zeige ich euch nächstes Mal, wenn es dann fertig ist. Hoffentlich und hoffentlich auch genauso aussieht, wie ich mir das vorstelle. Aber es wird schon, sieht schon gar nicht so schlecht aus. Im nächsten Video habe ich dann auch große Neuigkeiten für euch. Und ich muss mal sehen, wann genau das nächste Video rauskommt. Ich hatte mir jetzt ja schon ein bisschen mehr Zeit gelassen mit diesem Video. Ich habe einfach sehr viel zu tun gerade. Und das hängt halt mit diesen großen Neuigkeiten zusammen. Und wenn ihr etwas Geduld habt und nächstes Mal reinschaut, werdet ihr auch sehen, worum es geht. Ich wünsche euch alles Gute und vielen Dank fürs Zuschauen.